Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Schnittmuster für ein Langarm-T-Shirt selber abnehmt. Weitere Nähanleitungen und Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist einmal Schnittmusterpapier. Hier könnt ihr aber auch gerne Butterbrotpapier oder eben auch Architektenpapier verwenden. Das bleibt euch überlassen. Dann benötigen wir einen Bleistift zum Vorzeichnen und einen dickeren Stift, um die Markierung nachzuziehen. Dann brauchen wir noch Stecknadeln, um das Ganze zu fixieren, und eine Vorlage für das Schnittmuster. Hier am besten ein Shirt nehmen, was ganz gut passt. Und zum Schluss dann noch ein Quiltlineal, um die Nahtzugaben einzuzeichnen. Zunächst einmal breiten wir das Shirt auf dem Schnittmusterpapier aus. Im Anschluss daran legen wir es genau in der Mitte zusammen. Hierbei ist zu beachten, dass ihr wirklich auch Naht auf Naht legt, also dass wirklich alles schön übereinander liegt. Genau, und wenn dann alles so liegt, wie es liegen soll, wird das Ganze einmal mit Stecknadeln fixiert. Wenn dann alles fixiert ist, nehmen wir uns den Bleistift und zeichnen die Konturen des Shirts nach. Hier oben, bevor das Bündchen anfängt, setzt ihr euch eine Markierung. Auf der anderen Seite genauso. Und beide Punkte verbindet ihr dann händisch miteinander. Zum Schluss wird dann die Armhöhle eingezeichnet. Hierfür legt ihr genau die Ärmel beiseite, und zwar genau so, dass ihr die Naht seht. Und jetzt fahrt ihr einfach mit dem Bleistift eng an der Naht entlang. Wenn ihr dann alles abgezeichnet habt, könnt ihr erstmal die Stecknadeln entfernen. Damit man alles besser sieht, zeichnet man nochmal mit einem dickeren Stift nach. Dann solltet ihr eure Teile auch noch beschriften. Also wir haben jetzt hier das Rückteil und ich schreibe mir zusätzlich auch immer noch die Größe rauf. So, wenn wir dann alles aufgeschrieben haben, machen wir jetzt das gleiche mit dem Vorderteil. Zunächst einmal legen wir dieses wieder in der Mitte zusammen, aber diesmal so, dass uns die Vorderseite anschaut. Hier bitte wieder schön darauf achten, dass auch wirklich alles schön mittig liegt und Naht auf Naht ist. Genau, und dann wird wieder fixiert und abgepaust. So, fertig aufgezeichnet sieht dann das Ganze so aus. Wir haben jetzt ein Rückteil und ein Vorderteil. Das Vorderteil am besten auch gleich beschriften, auch mit der jeweiligen Größe. So, jetzt müssen wir hier noch die Nahtzugaben zufügen, und zwar an den Stellen, wo überall genäht wird. Also hier, wo ich lang zeige, ne, an Vorder- und Rückteil. So, unten müssen wir eine Saumzugabe zugeben. Die ist meistens so 2 bis 3 Zentimeter. Ich verwende hier 3 Zentimeter. Zum Einzeichnen nehme ich hier mein Quiltlineal. Die restlichen Nahtzugaben zeichne ich mit einem Zentimeter ein.
Die Nahtzugabe müsst ihr übrigens nicht unbedingt in euer Schnittmuster mit aufnehmen. Ich finde es halt immer ganz praktisch, wenn man es gleich so zuschneiden kann. Für die Nahtzugabe habe ich mir jetzt an vielen Stellen Markierungen gesetzt, die ich einfach händisch miteinander verbinde. So, und fertig ist dann das erste Schnittmusterteil mit Nahtzugabe. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch beim Rückteil. So, nun ist auch schon der Ärmel dran. Der ist etwas kniffliger. Da Vorder- und Rückseite meistens nicht gleich ist, müssen wir von beiden Seiten abzeichnen. Ich habe den Ärmel erstmal wieder fixiert und zeichne nun entlang der Konturen. Unten an der Achselnaht und oben an der Schulternaht setzt ihr euch wieder eine Markierung. Dann schlagt ihr das T-Shirt wieder um, und zwar so, dass ihr die Naht seht und genau, geht da wieder knappkantig mit dem Bleistift entlang. So, wenn wir das haben, dann drehen wir unser Shirt und legen es genau mit der Vorderseite jetzt an die Markierung ran und fixieren das Ganze erstmal wieder mit Stecknadeln. Jetzt zeichnen wir wie vorhin mit dem Bleistift wieder die Kontur nach. An der Achsel und an der Schulternaht setzen wir uns wieder eine Markierung. Dann schlagen wir das T-Shirt um, so dass man die Naht wieder sieht, und gehen hier auch wieder an der Naht mit dem Bleistift entlang. Abschließend werden die Stecknadeln entfernt und die Kontur wieder mit einem dickeren Stift nachgezeichnet. Auch hier bitte dann darauf achten, dass ihr die jeweilige Vorseite bzw. Rückseite des Ärmels dann auch kennzeichnet. So, ich habe das jetzt alles hier mal nachgezogen und mir gekennzeichnet, wo vorne und wo hinten ist und wo die Mitte ist. So, und jetzt müssen wir auch noch die Nahtzugaben einzeichnen. Und zwar nehme ich hier wieder 1 cm. Und zwar überall, wo entlang genäht wird, also hier, wo ich zeige. Und unten am Saum nehmen wir wieder 2 bis 3 cm. Ich zeichne hier einfach 3 ein. So, nun ist der Ärmel auch schon fertig. Wie gesagt, hier die Nahtzugabe und unten haben wir den Saum. Wie bei Vorder- und Rückteil ist es auch hier kein Muss, die Nahtzugabe hier schon einzuzeichnen. Ihr könnt es auch gerne erst machen, ja, wenn ihr eure Stoffe zuschneidet. Aber wie gesagt, ich finde es halt bequemer, wenn das schon alles vorher eingezeichnet ist und genau, ich dann einfach nur noch den Stoff ausschneiden muss. Wenn dann alles ausgeschnitten ist, ist das Schnittmuster für das T-Shirt auch schon fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalasst oder kostenlos meinen Kanal abonniert. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.